Das sieht mal nach anständig dicken Bohlen aus und trocken, Gott sei Dank. Das sollte kein Problem sein. Gut. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr oder kurz nach 7. Wir sind gerade gestartet, durften in der Adleralm gestern unseren Paddock aufbauen, völlig unkompliziert. Und da wollte er erst noch nicht mal richtig was dafür haben. Also Kaffee habe ich heute Morgen noch gekriegt, super lieb. Und ja, ich habe im Zelt übernachtet und tatsächlich kann ich so gut schlafen. Viel besser als, ja, weiß ich nicht, im Hotelzimmer gefühlt. Obwohl die Kuhglocken geläutet haben und das Wasser, wie ihr hört, gerauscht haben. Also wir hatten eine schöne Nacht. Auri war ein bisschen ungeduldig heute Morgen beim Satteln, aber jetzt sind wir auf dem Weg und haben 30 Kilometer vor uns heute. Nach dem ganzen Gekraxe gestern sind solche Wege natürlich auch mal schön. Die Auri, wie darf sie heute noch bleiben? Schaut euch das an. Ich reite heute, wir machen heute einen Pausentag, weil es halt ab Mittag wieder ordentlich regnen soll. Jetzt sieht es noch nicht danach aus. Und ich habe gedacht, ich mache so eine kleine Runde den Berg hoch und habe das Vorderzeug nicht dran. Und schaut mal, hier ist die Schulter. So weit ist der Sattel jetzt auf dem kleinen Anstieg hier zurückgerutscht. Und Auri bleibt erstmal stehen und guckt mich an, so nach dem Motto, bist du sicher, dass du von meinem Rücken rutschen willst? Also steige ich ab und ja, führe jetzt den Rest und sattel oben dann nochmal nach. Oh. Auri sucht sich hier wieder irgendwas unter dem Moos. Echt, Auri, kann man Moos essen? Das ist ja auch merkwürdig. Habt ihr schon mal Pferde Moos essen sehen? Ich noch nie. Tja, lasse ich sie mal. Ja, Pausentage mache ich ja eigentlich wenig, aber wenn, dann bewege ich Auri auf jeden Fall, weil die hat ja jetzt richtig Leistung gebracht und dann kann ich sie nicht auf einmal einen Tag mit Vollfutter stehen lassen. Das heißt, es wird eine Runde ohne Gepäck gemacht und dann kann sie chillen. Und der Stall, in dem sie ist, da fühlt sie sich ganz wohl, das Kraftfutter mag sie, das Heu schmeckt. Ich habe eine Pension, zwar ohne Internet, das hätte ich gerne anders. In dem Örtchen da unten, da sind wir heute, Luttach, 2 Tage. Und wir steigen in die Wolken hoch jetzt gerade. So, hier stehen wir nun. Brücke stabil, aber extrem glatt. Und Weg eigentlich ein bisschen schmal zum Umdrehen. Aber wir werden das jetzt gleich mal versuchen, weil nur für so eine kleine Tour
ist mir das zu heikel hier. Auri nutzt nochmal die Zeit, hier ein bisschen zu fressen. Hier ist frisch gepackt. Und hier hat sie 2 Nächte genächtigt. Das war ihre Box. Aber ich glaube, sie legt sich auf diesem, die haben wir mal hier so ein bisschen Späne auf Beton. Und das reicht ihr, glaube ich, nicht. Das ist ein kleines Kampfrind. Gut, dass der Zaun dazwischen ist. Es wird heute mehr oder weniger der Ahrntal-Flussweg beritten. Das heißt, wir sind ja auf einem gut ausgebauten Weg unterwegs. Mal schauen, wie viele Spaziergänger und Radfahrer nachher kommen. Wir müssen durch einige Orte und leider, obwohl es idyllisch ist, ist die Straße manchmal so direkt hier dran, die auf der anderen Seite des Flusses. Deshalb ist es dann auch nicht ganz so beschaulich. Aber wenn ihr das so seht, wenn wir jetzt hier die Hügel hochreiten, ist doch alles relativ bewaldet. Und von daher wird es da wahrscheinlich auch nicht so viel tolle Aussicht geben, sodass wir hier mit diesem Flussweg ganz gut bedient sind. Steigen kann Auri die nächsten Wochen noch genug. Die nächsten Tage kommen fast täglich 1000 Höhenmeter dazu. Ja, von daher genießen wir das jetzt hier mal. Lustiger Side-Fact, da war eben so ein Nobel-Hotel mit Birkensauna und so. Und ich denke, das riecht hier die ganze Zeit so vergoren wie Biogas oder Müll. Und dann ist hier eine Mülldeponie direkt dahinter. Und ja, stell dir mal vor, du buchst so ein Hotel und hast dann ständig diesen Abfallgestank da in der Nase. Oh Gott. Da aus den hohen Bergen kommen wir. Und jetzt wird es tatsächlich da vorne etwas flacher. Und mein Komoot hat seit dem Start heute Morgen kein GPS-Signal. Super. Das ist eine Stelle am Fluss. Erste Fresspause hier. Wir haben keine Ahnung, wie viele Kilometer. Vielleicht 10 oder 12 hinter uns. GPS-Signal gerade eben wieder gekommen. Hat uns dann erstmal eine 200 Stundenkilometer Geschwindigkeit angezeigt, weil wir auf einmal von jetzt auf gleich woanders waren. Sehr lustig. Ja, und jetzt schauen wir mal. Wir haben leider die ganze Zeit eher so ein bisschen Asphalt geschottert, mal ein bisschen schmaler. Hier am Ahrntal. Ja, eigentlich ganz schön, weil man auch schön in die Berge guckt. Aber auch ein bisschen langweilig. Oh, Auri muss Pipi machen. Jetzt siehst du. Also, ich hatte ja eigentlich den Radweg geplant, mehr oder weniger, weil der auf Komoot eigentlich wirklich klein aussah. Aber seit, ja, weiß ich nicht, gefühlt zig Kilometer war es eben asphaltiert mit wirklich viel Radverkehr. Und dann ging es eben noch durch so ein Industriegebiet und jetzt habe ich die Schnauze voll gehabt und bin einfach irgendwie abgebogen und hoffe, ich finde jetzt einen Weg. Weil Weg finden ist aktuell sehr schwierig. Komoot hat seit heute Morgen keinen einzigen GPS-Empfang. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen gucken, wo bin ich. Ich habe Gott sei Dank die Karte, die ist geladen und da ist auch meine Route drauf. Das heißt, ich kann mich immer so ein bisschen orientieren, aber ich muss echt oft aufs Handy gucken, damit ich den Weg nicht verliere. Das ist im Prinzip wie nach Karte reiten. Und irgendwie verstehe ich es auch nicht so richtig, weil das Tal hat sich jetzt geöffnet. Also wir sind jetzt nicht mehr so vom Bergen umklammert und ich verstehe nicht, warum hier tatsächlich kein Empfang ist.
Oh, ich bin für die Stadt nicht gemacht. Oh, es ist so entspannt, dass wir von diesem ganzen Krach und allem weg sind. Und ja, ich bin froh, wenn wir so dieses Stadtgebiet um Bruneck dann demnächst hinter uns gelassen haben und wieder in die Berge eintauchen können. Brücke wird gehen. Die sieht recht stabil aus. Der Weg sah so einfach aus, aber jetzt hatten wir doch so ein paar schmale Stellen. Uiuiui. Uiuiui. Vorsicht. Gut. Oh, das fordert meine Taschen immer so. Ich hoffe, wir haben das bald geschafft hier. Guten Morgen. Ich hatte gestern einen sehr coolen Nachmittag, weil direkt gegenüber vom Stall gab es eine Sauna und eine mega coole Sauna. Nicht ganz billig, aber richtig klasse. Und da habe ich dann den Rest des Tages verbracht, weil Auri gut versorgt war. Die stand ja auf der Weide. Und was ist? Rauchen? Was ab? Nicht? Na komm, doch, geht weiter. Und ja, die Nacht war ein bisschen unruhig, viel laute Gewitter. Aber ansonsten ging's. Aber ich kämpfe gerade mit meiner Komoot-App. Ich hatte, glaube ich, schon erzählt, dass sie keinen Internetempfang hat, seit wir im Ausland sind. Und jetzt hat sie auch keinen Satellitenempfang mehr. Das heißt, sie kann nicht mehr richtig navigieren. Ich muss also im Prinzip wie nach Karte reiten. Und das heißt, ich muss ständig aufs Handy gucken, um zu gucken, wo wir sind. Und das ist echt nervig. Und der Witz ist, wenn ich dann Google Maps einschalte, dann kriegt Maps den Satellitenempfang, dann hat Komoot ihn auch. Und wenn ich dann aber wieder nur auf Komoot bin, selbst wenn ich Maps in den Hintergrund laufen lasse, das trägt ja nicht immer, verliert Komoot sofort wieder den Empfang. Also ja, keine Ahnung, da muss ich mich nochmal mit beschäftigen, wie ich das mache. Ach, Auri, ja. Auri möchte ihren eigenen Weg gehen. Wehe, du springst, ja. Gut. Sie möchte nicht so schnell den Berg runter wie ich. Okay. Na komm, dann gehen wir mal. Das sieht ja relativ stabil aus hier. Ein zweispuriger Waldweg mit einigermaßen weichem Boden. Ach, das ist ja wirklich mal ein Genuss hier. Ein bisschen neblig ist es noch, weil es ja letzte Nacht ordentlich geschüttet hat. Jetzt nicht. Jetzt lobe ich diesen netten Weg. Und jetzt ist er hier dicht. Und da komme ich nicht durch. Da geht steil runter. Da geht steil hoch. Und ich kann umdrehen. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Warte mal, Auri. Nee, da komme ich nicht hoch. Da komme ich ja schon nicht hoch. Mist. Was sagst du? Auri steht da und guckt und denkt, oh. So,
ihr Lieben, nächster Waldwegversuch. Aber hier ist er jetzt wirklich ein bisschen breiter und ich hoffe auch gepflegt. Ja, das andere war auch ein ausgeschilderter Wanderweg. Aber da habe ich gesehen, am Ende, ich bin oben rausgekommen und der war komplett dicht. Da war alles zugefallen. Also wir hätten danach, wenn wir den ersten Baum irgendwie weggeschafft hätten, wären wir trotzdem nicht weitergekommen. Von daher war Umkehren gut. Und jetzt hoffen wir mal, dass es schön bleibt hier. Ich bin ja keine Skifahrerin. Da steht ein Hinweisschild. Man kann geradeaus, man kann auch rechts abbiegen. Ich wusste gar nicht, dass es Verkehrsschilder für Skifahrer gibt. Sehr interessant. Eine Vollbremsung. Ich denke, was macht sie? Da hat sie ein Stück Boden gefunden. Ach, du kleine Maus. Da frisst sie jetzt die Wurzeln irgendwie raus. Das ist ja auch interessant. Jetzt hört sie was. Na komm, wir müssen mal weiter, Süßi. Jetzt in Oberohlang. Und hier habe ich tatsächlich auch schon mal einen Reiturlaub gemacht mit Sternritten. Hier auf die Almen und so weiter. Und hier liegen überall ganz viele Pferdeäpfel auf dem Weg, den wir jetzt reiten. Was immer ein gutes Zeichen ist, weil dann geht es wenigstens weiter. Und der Reitstall, warte mal, kann man das von hier aus sehen? Der dürfte gar nicht so weit weg sein. Ja, man sieht es nicht so richtig. Wir stehen auch, da ist die Kirchturmspitze und vor der Kirchturmspitze, vielleicht sieht man es auf der GoPro, diese Reithalle, da ist der Reitstall. Ich habe wieder irgendeinen Weg genommen, der nicht bei Komoot drin ist. Und da ich keinen Satellitenempfang habe, ist es natürlich noch schwieriger. Aber der andere Weg war so grob geschottert. Und der Parallelweg hier unter uns, der geht dann gleich schon wieder auf eine Asphaltstraße. Oh, jetzt hoffe ich einfach mal, dass dieser Weg irgendwo hinführt. Schön wäre es ja. Ist immer risikoreich. Und auch die geht bergab ja mal echt langsam hinter mir her. Und der ist auch gerade etwas demotiviert. Die möchte einen schönen Pausenplatz haben. Aber da wir heute so langsam unterwegs sind, ja, müssen wir noch eine halbe Stunde mindestens gehen, bis wir dann mal Pause machen. Sonst ist jetzt die zweite Tageshälfte zu lang, also die nach der Mittagspause. Ja, auch ich muss Maschinen gucken. Wir hatten eben Glück. An der Straße, da gab es einen parallelen Wanderweg. Das war richtig cool. Und jetzt versuchen wir wieder so eine Parallelstraße. Mal sehen, ob es funktioniert. Das sieht mal nach anständig dicken Bohlen aus. Und trocken, Gott sei Dank. Das sollte kein Problem sein. Gut. Wisst ihr, ich höre es plätschern und bin auf so einem schmalen Trail und denke, oh, gleich kommt eine Brücke. Und dann ist es auch immer so. Oh Mann. Da unter uns ist der Ohlanger See. Da bin ich auch schon mal rumgelaufen, einmal ganz. Oh, ich hoffe, dass wir heute nicht nass werden. Die Wolken, die sind schon so ein bisschen komisch wieder. Da ist was heute Morgen so dick war. Das ist tatsächlich ein Stich gewesen. Irre, dass das so doll anschwillt. Das war hier, dieser ganze Bereich war komplett dick. Jetzt ist die Schwellung hier auf das zurückgegangen. Beim Blick auf die Dolomiten kommen wir bei unserem heutigen Ziel an, dem Rottnerhof. Auri bekommt eine schöne Box und ich darf neben ihr direkt schlafen und gehe am Abend noch in den Ort, um zu essen.